Guckt euch die Hose. Ich wollte eigentlich so. Ja. Get out of your comfort zone. Hallo und willkommen zurück zu meinem YouTube-Kanal. Ihr seht, nehme ich euch meine Woche mit in meinen Alltag. Wenn es dich also interessiert zu sehen, was ich als 27-jährige Wife und First-Time-Mom so tue, dann bleib doch gerne dran. Heute, der Tag hat schon ein bisschen anders gestartet. Ich hatte ja in meinem Monthly Reset-Video gesagt, dass ich meine Morgen- und Abendroutine versuche anzupassen. Wir sind heute früher aufgewacht. Wir sind heute seit langem wieder mal um 7 Uhr aufgewacht. Der Kleine hat mich heute geweckt. Sein Rhythmus ist auch... Sein Rhythmus ist auch all over the place. Ja, aber es hat sich gut ergeben, dass er dann heute mal um 7 Uhr wach war und mich dadurch dann auch geweckt hat. So richtig... Ja, hast du. Dann haben wir direkt mit den Dingen gestartet, die wir morgens machen. Egal, ob wir um 10 aufstehen oder um 7 aufstehen. Okay, heute steht auf dem Plan. Wir lesen gleich zusammen. Dann haben wir gestern Klamotten von einer Freundin bekommen. Und die Sachen sehe ich mir nochmal genau an, weil ich danach eine Bestellung aufgeben möchte, um noch weitere Sachen für ihn zu bestellen, weil er hat einfach keine Klamotten. Und dann bestelle ich direkt ein paar Dinge mit, die wir brauchen werden, wenn wir nach Frankreich fahren nächste Woche. Dann mache ich eine Expressbestellung bei DM, dass ich die Sachen gleich abholen kann. Ich muss zur Post. Wird übrigens hier schon voll gesabbert. Okay, see you later. Ich bin jetzt erstmal mit dem Kleinen. Comme Petit Panda a envie de jouer, sa maman les fait rigoler. Regarde des fleurs. Dieser Spiegel war bei uns im Flur, aber im letzten Monat haben wir ja hier ein bisschen umdekoriert. Jetzt steht er hier und wenn ich morgens rausgehe und hier ins Wohnzimmer komme, denke ich immer so, I love that! So, wir machen jetzt weiter. Der Kleine hat eben seinen Nap gemacht. Ich habe in der Zeit Dinge gemacht, die ich am Handy erledigen konnte. Wir schauen uns jetzt die Klamotten an, damit ich noch eine weitere Ladung Wäsche anschmeiße. Und dann gehen wir, denke ich, auch raus. Ich habe 2 volle Tüten bekommen. Und das zeigt mir wieder, dass man Motherhood nicht alleine machen sollte. Leute, ich habe so viele Klamotten bekommen. Generell auch in den letzten Monaten. Selome ist einer der Freunde, die mich immer wieder versorgt hat. Und ich habe gestern zum Beispiel auch schon einige Sachen im Warenkorb gelegt, damit ich gleich auch die Bestellung machen kann. Und jetzt würde ich halt eben dementsprechend aussortieren, was ich jetzt nicht so dringend brauche und würde mich dann an diesen Sachen bedienen. Weil ich würde jetzt mehrere hunderte Euro ausgeben und das können wir uns wirklich sparen. Nur eines der Sachen, die ich hier schon sehe. Guck mal, dieses Guck mal. Also wir haben ein Cardigan. Regarde. Après on... Guckt euch die Hose an. Pretty. Oh. So. Meine Haare habe ich jetzt schon 3-4 Mal gemacht. At this point, I don't even care. Okay. So, wir haben jetzt alles erledigt. Wir waren beim DM und ich sag euch, diese Expressbestellung hilft so sehr. Jetzt fahren wir nach Hause und dann machen wir auch direkt Abendessen. Das ist jetzt ein Mix von den Dingen, die wir auch für nächste Woche benötigen, wenn wir reisen gehen. Für die Fahrt und für die Unterkunft und für den Aufenthalt in Frankreich. Das ist, glaube ich, einfacher, wenn ich einfach die Gläser verwende. Mal gucken, wie er schmeckt. Er hat jetzt heute und gestern ein Gläschen gehabt, das er wirklich auch gut gegessen hat. Und er liebt halt diese Quetschis jetzt schon. Dann habe ich noch eine Babyschale gebraucht, noch ein paar mehr Löffel. Eigentlich holen wir das Wasser von Baby Love, aber da gab es nichts mehr. Deshalb habe ich jetzt einfach Hip
gekauft. Dann haben wir hier drüben noch das Essen, was ich diese Woche bzw. auch nächste Woche brauche. Wir hatten kein Waschmittel mehr. Hier sind dann schon mal Snacks für die Autofahrt. Dann haben wir neue Zahnpasta gebraucht, T-Shirts, Maxi Wattepads, das nehmen wir auch mit. Das ist für meinen Mann, der nimmt das immer mit zum Sport. Und dann habe ich hier Haierde gekauft für meine Haut. Und weil ich das Gefühl habe, dass ich auf Reisen einen sensiblen Magen habe. Und ja, für die 2 Sachen sollen die Kapseln gut sein. Ich habe die Küche aufgeräumt. Versuche abends immer die Küche einmal sauber zu machen. Die Spülmaschine lassen wir in der Regel laufen, wenn sie voll genug ist, bevor wir schlafen gehen. Und dann räume ich einmal kurz die Spülsachen auf. Wir machen es auch in der Regel zusammen, aber mein Mann hat heute noch ein paar andere Dinge zu tun. Und eigentlich wollte ich ein neues Frühstücksrezept ausprobieren, aber es ist jetzt schon sehr spät geworden. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich mich hinsetze, chille oder ob ich das noch mache. Aber ich habe es gestern halt auch schon nicht gemacht. Ich wollte das gestern schon machen. Komm, ich mache jetzt einfach. Ich wollte eigentlich das. Aber die Liebe hat das Rezept nicht gepostet. Und wenn ich auf den Link gehe, muss ich erst meine E-Mail-Adresse eingeben. Und dazu habe ich keine Lust. Also frage ich meinen Freund ChatGPT. Ein neuer Tag. Wir haben schon Mittag. Gestern Abend war es seit langem mal wieder so krass. Er hat sich gar nicht ablegen lassen. Ich war alle paar Minuten wieder hier im Zimmer und musste ihn die ganze Zeit halten. Er wollte einfach nicht alleine schlafen gestern und immer beim Ablegen. Ich finde es so krass, dass die dann merken, dass die abgelegt werden. Und deshalb habe ich gestern auch gar nichts mehr geschafft. Ich habe noch unser Frühstück vorbereitet. Ich dachte, es wären Zimtschnecken im Glas und dann war es aber nicht Zimtschnecke im Glas, sondern Pancake im Glas mit Zimtschneckengeschmack sozusagen. Weil ich dann die ganze Zeit hier hin und her gegangen bin, habe ich dann zum Beispiel vergessen, da eine Eireihe zu machen, aber es hat im Endeffekt trotzdem ganz gut geschmeckt. Also Habi fand das ganz gut. Ich würde das gerne nochmal machen mit Ei, weil es ein bisschen fest war und nicht so fluffig wie Pancakes sind. Dieses Oberteil, ich weiß einfach nicht, ob ich es mag. Manchmal sieht es cool aus, manchmal sieht es nicht so cool aus. Ich hatte heute Lust auf ein Kleid. Ich sehe richtig aus wie so eine Traditional Wife today. Ohne, es ist zu kalt. Und ja, I don't know. Das Oberteil. I don't know. Ich habe euch gestern ja meinen DM-Einkauf noch gezeigt und mir wurde dann auf Instagram ein Video angezeigt zu diesen Quetschis und so, ne, habe ich erfahren, also ich wusste, dass es jetzt nicht das Allergesündeste ist, aber dass das sozusagen wie Süßigkeiten gewertet werden könnte. Deshalb werde ich da ein bisschen auf die Bremse drücken und ihm das nicht so oft geben. Ich muss mal gucken, das ganze Thema Beikost, nachdenken, was der Kleine zu essen haben kann, nachdenken, was wir zu essen haben können, ist echt intens. Ich versuche ja jetzt früh aufzustehen und es klappt nicht. Es hat jetzt die Woche die ganze Zeit nicht geklappt. Wir haben ja jetzt Donnerstag und das Problem ist, dass ich zu spät schlafen gehe. Aber ich kann irgendwie nicht früher schlafen gehen. Ja, und dann stehe ich immer zusammen mit ihm auf. Also mein Kleiner weckt mich dann, aber ich möchte eigentlich vor ihm wach werden, vor ihm aufstehen. Und heute war es so, dass wir erst um kurz vor 9 wach geworden sind und ich habe direkt den Unterschied zu gestern gemerkt, weil wir ja um 7 Uhr wach waren. Da hatte man einfach mehr vom Tag und jetzt ist schon Mittag und ja, so viel Zeit ist dann gar nicht mehr bis zur Abendroutine. Heute ist Donnerstag, heißt, heute ist Date Night. Ja, wir treffen uns gleich mit einer Freundin und dann gehen wir spazieren. Wir waren jetzt länger als geplant draußen, weil das Wetter auch einfach so schön ist. Und dann ist der Kleine auch eingeschlafen, die Kleine von meiner Freundin auch. Und dann hat sich das einfach ergeben, dass wir noch ein bisschen länger draußen geblieben sind. Wir essen jetzt erstmal und dann machen wir den Haushalt. Aber Leute, eine Sache habe ich in den letzten Tagen voll gemerkt. Erstens, höre öfter auf den Heiligen Geist. Und zweitens habe ich schon öfter mal gehört von Leuten, die schon länger verheiratet sind, dass man eine Regel ausmachen sollte, ab wann man nicht mehr über ernsthafte Themen spricht. Wir hatten das mal eine Zeit lang, aber dann irgendwann auch nicht mehr. Ist natürlich auch dem geschuldet, dass man ist den ganzen Tag mit dem Kind beschäftigt und dann abends ist eigentlich nur die Zeit, in der man so wirklich reden kann. Aber ja, ich glaube, man findet trotzdem Wege, auch das anders einzubauen. Aber also ich hatte den
Fall tatsächlich, wo ich was ansprechen wollte. Es war aber schon 9:30 oder so. Habe dann in mir gemerkt, okay, nein, ich sollte es noch gar nicht ansprechen und wurde dann am nächsten Tag voll bestätigt in dem Gefühl, weil sich das Problem dann gelöst hat, weil Eli hatte dann das Gespräch am nächsten Tag mit jemand anderem. Das hat dann dazu geführt, dass wir diese Stresssituation vermeiden konnten. Deshalb achtet öfter drauf, ob ihr den Heiligen Geist nicht doch spürt, gerade wenn ihr irgendwie was ansprechen wollt. In der Bibel steht, dass der Heilige Geist unter anderem unser Ratgeber ist und das nehmen wir manchmal viel zu selten in Anspruch. Bei kleinen und bei großen Themen. Aber es erspart uns, glaube ich, so viel Stress, wenn wir wirklich davon Gebrauch machen würden. Wir gehen jetzt was essen. Von ihm. Bei mir sieht's so. Ich habe die Tomaten jetzt gerade nochmal gefüttert, weil ich gerade gegoogelt habe, ob er die überhaupt so haben darf. Ich sag euch, ne, Essen in dem Alter uns damit beschäftigt zu gucken, dass er sich nicht verschluckt. Da muss man wissen, wie man alles schneiden muss. Da muss man darauf achten, dass die trotzdem die richtigen Vitamine bekommen, wie zum Beispiel Eisen, das lässt ja dann in der Muttermilch nach. Dann für die bessere Eisenaufnahme Vitamin C. Es gibt bestimmt Mütter, denen es einfacher fällt. Aber wir strugglen hier ein bisschen, ne? Und dann gibt es Tage, da ist der richtig gut. Dann gibt es Tage, wo ich das Gefühl habe, dass er gar nichts isst. Naja. Hey! Und dann landet natürlich auch viel auf dem Boden. Irgendwie war Eli jetzt noch sehr lange auf der Arbeit. Ich habe jetzt schon mal alles vorbereitet, sodass wir, wenn er dann da ist, direkt essen können hoffentlich. Dann legen wir den Kleinen schlafen. Wenn es so läuft wie gestern, dann können wir unsere Date Night vergessen. Also bisher läuft der Abend wie gestern. Der Kleine wird immer wieder wach. Eli hat sich dafür entschieden, dass wir einen Spieleabend machen. Also mal gucken, Eli ist in der Zeit auch müde geworden. Das hier war einer seiner Adventskalender und wir haben das bisher noch nicht gespielt. Und jetzt hat Eli 2 Karten ausgesucht, die 0 Euro kosten, die man zu jeder Tageszeit machen kann und die maximal eine Stunde gehen sollen. Das probieren wir jetzt mal aus. Look through photos, photo albums and videos of your childhood together. Introduce your day to the stories behind the photos and videos. Aber wir haben kein Schalt Ja, und Album hier. haben wir nicht. Was machen wir? Ich nix auch. Ja. Next one. Made of Magic Zombie. Aber ich finde die Karte eigentlich ganz gut, denke ich mir gerade. Also nicht für jetzt, aber das kann man mal machen. Das ist eigentlich eine gute Date-Night-Idee. Both of you will separately learn some. Both of you will separately learn some magic tricks from YouTube, TikTok, etc. Afterwards, you will show each other your magic trick. First person come up with a trick that the other person can figure out wins a meal or a drink. The only rule is you can only show them the trick twice. Bon. Nous sommes les enfants de Dieu. Bon, ne fais pas la magie. C'est gone magic, Okay. magic, Machen wir magic. Nein. Ja, machen wir jetzt. Ich hatte eine Idee. Was denn? Das ist diese Serie. House of David. Aber ich möchte Max nicht dabei essen. Okay. Das ist kein Problem. Guten Morgen. Ich mache uns jetzt Frühstück. Freitags versuchen wir immer die Reste aufzubrauchen. Am Abendessen ist nichts mehr übrig geblieben, aber das ist gut. Jetzt gibt es eine Joghurtbowl für mich und für den Kleinen. Ich habe es mal wieder nicht geschafft, früher aufzustehen. Ich weiß nicht, ob ich das so annehmen soll. Ich weiß nicht, ob ich das als eine Möglichkeit sehen soll, meine Bibel zu lesen, einfach wenn er auch da ist. Dann bekomme ich vielleicht nicht viel gelesen, aber dann sieht er jetzt auch schon quasi, wie ich selber die Bibel lese. Ja, aber eigentlich möchte ich schon ein Head Start haben. So we're gonna keep trying.
Wir waren jetzt 1 Stunde im Zimmer. Der Kleine entscheidet sich, jetzt heute wieder nicht zu schlafen. Ich wollte heute eigentlich ein Deep Clean von den Badezimmern machen, weil das würde ich ungern machen, wenn er wach ist. Aber du lässt mich nicht. Wir haben nur die Bibel gelesen jetzt zusammen. Ja, mal sehen, wie viel wir heute von unserem Friday Reset schaffen. Ja, also ich mache meine Resets, wenn es geht, wenn es klappt. Wie ihr seht, heute klappt es nur ganz schwer. Aber an einem Freitag, weil wir Samstag unseren Sabbat haben und dann ist es für mich einfach angenehmer, ja, wenn wir nicht Sabbat machen in einem Haushalt, das nicht ordentlich ist oder nicht sauber ist. Dann haben wir nämlich auch unser Family Meetings freitags, wo wir die kommende Woche dann zusammen planen, uns die letzte Woche ansehen, wie es mit den Finanzen lief, wie es generell lief in der laufenden Woche quasi. Aber da haben wir eben gesagt, das machen wir heute nicht, weil Eli gleich zur Youth fährt. Deshalb machen wir das dann morgen, nachdem wir unser Family Prayer haben. Also wir haben ein paar Sachen, die wir mehr oder weniger fest eingeplant haben. Das sind Donnerstag Date Nights, dann Freitag Friday Reset und Family Meeting. Samstag haben wir unsere Family Prayer und dann halt noch so ein paar Orga-Sachen, Admin-Sachen. Dann haben wir Sabbat, Sonntagskirche und dann so ein Weekly Prep mache ich dann sonntags. Ja, so sieht die Woche meistens so bei uns aus. Seht ihr dann ja wahrscheinlich so ein bisschen im weiteren Verlauf dieses Vlogs. Okay, er ist eingeschlafen. Ich habe jetzt vielleicht 30 Minuten, wenn es gut geht, noch ein bisschen länger. Ich fange jetzt mal ganz schnell an und mal gucken, wie weit ich komme. Mittwoch haben wir Worship at the Meeting. Genau. Vor Ort. Genau. Sun is shining, it's a new day. Ja, die Nacht war... Der Kleine war von kurz vor 2 oder so bis kurz vor 4. Nee, kurz vor 5 oder so wach. Und davor bin ich auch nicht schlafen gegangen, also habe ich dementsprechend wenig geschlafen. Ja, also der Kleine hat auf jeden Fall nicht so viel geschlafen. Ich dementsprechend auch nicht. Eli kam spät nach Hause. So, wir fahren jetzt einkaufen. Wir hatten eben unsere Gebetszeit. Heute ging es um die ersten 3 Gebote und letztendlich darum, dass wir unsere Erfüllung nur in Gott finden. Wir suchen oft nach anderen Göttern, aber letztendlich finden wir Erfüllung nur in Gott. Alles andere ist temporary. Alles andere, Personen, Anerkennung, irgendwelche Ziele, alles ist vergänglich. Und was unsere Seele braucht, was wir brauchen, ist Gott. Deshalb, wenn du dich so fühlst, als würde dir die ganze Zeit irgendwie was fehlen und du suchst die ganze Zeit nach anderen Dingen, dann probier es mal mit Gott. Hey. I know this is listen to me. Auch mal Vlogs machen, mal kannst du auscampen, mal kannst du... Sieht immer gleich aus, gleicher Schnitt seit Nein, manchmal 20 Jahren. Manchmal trägst du Mütze, manchmal trägst du Kappe. Ich hab diesen Haarstil habe ich vielleicht seit 2014. Und er steht hier. Ja, aber nee, das ist Stock im Dings, der passt. Wir haben jetzt hier 3 Kisten, die werde ich hier jetzt sortieren. Und die Sachen für meine Schwester und für meine Freundin raussuchen. Das sind 2 Monate.
Morgen, es ist Montag. Wir haben einen Termin, also haben wir uns gerade fertig gemacht, der Kleine und ich. Und jetzt gehen wir schnell raus, um die Bahn zu nehmen. YouTube. Oh, das ist für dein YouTube. So, es ist jetzt viel, viel später. Und abgesehen davon war ich viel zu früh draußen. Ich versuche ja nicht mehr zu spät zu kommen und trage deshalb auch eine andere Uhrzeit immer im Kalender ein. Aber ich habe von Anfang an die Uhrzeit falsch gelesen. Also waren wir im Endeffekt 1 Stunde und 15 Minuten früher da. Aber egal, wir waren pünktlich und ich hatte lange Zeit, um den Kleinen dann noch schlafen zu legen, weil wenn der Termin zu dem Zeitpunkt stattgefunden hätte, wo ich gedacht habe, dass der stattfindet, dann wäre der Kleine noch nicht am Schlafen gewesen. Deshalb hat sich alles ganz gut ergeben. Und danach waren wir noch in Cafés. Ja, hatten einfach viel zu bereden. Und jetzt mache ich schnell was zu essen und dann lege ich den Kleinen schlafen. Und dann hoffe ich, dass ich zum Videoschneiden komme. Okay. In dem ganzen Vlog habe ich es nicht einmal geschafft, also vor dem Kleinen wach zu werden. Und wir tragen so aus. Ich weiß noch nicht, ob mir das so ganz gefallen wird, aber richtig cute. Das ist ein Set mit T-Shirt und ja, so einer Shorts. Das ist von Next und von Next haben wir ein paar Pyjamas und die sind die besten Pyjamas. Deshalb wollte ich jetzt mal Kleidung auch von denen ausprobieren. Und ich wollte eigentlich mehr bestellen, aber dadurch, dass sie eben so viel von meiner Freundin bekommen haben, habe ich nur diese 2 Outfits bestellt. Ich weiß nicht, was mein Lieblingsoutfit ist. Guckt mal das hier. Das ist ein Tracksuit mit einem passenden Cardigan dazu. Achso, auch wieder ein 3er-Set. Dazu eben noch ein T-Shirt. Sieht man jetzt nicht so ganz, aber ist das ein T-Shirt? Ja, das ist ein T-Shirt. Ja, I love that. Das halt auch Größe 12 bis 18 Monate. Also ein bisschen sehr groß, aber das passt. Dann haben wir dem Kleinen ein Bonnet geholt. Mein Neffe sozusagen trägt es auch. Ja, so sieht das aus. Dann wollte ich ein bisschen mehr was mit Farbe. Ich habe nämlich auch so ein grünes Oberteil. Eigentlich trage ich ja nur neutrale Töne, aber letztens hatte ich das grüne Oberteil an. Ich glaube, ja, ich habe damit auch ein Video gemacht. Und dann dachte ich, ich kann ihm was kaufen, womit wir dann auch matchen können. Ist jetzt nicht so wow, aber wenn wir matchen, dann wird's cool. Dann habe ich ja diesen Rock bestellt. Und dazu würden doch super so Stiefel passen. Ich probiere die jetzt mal an. Ich wollte schon vorher Stiefeletten kaufen, also schon vor ein paar Monaten. Aber habe nie welche gefunden, die mir gefallen. Und jetzt hatte ich diesen Rock gekauft und dann dachte ich, boah, das wird doch super eigentlich damit passen. Aber ich weiß nicht, ob mir das zu I don't know. Ich ziehe mich ja relativ simpel an. I don't know. We will see. Das ist das Oberteil und der Rock. Ich mag es sehr feminin, aber bedeckt. So I like it. Und wenn ich irgendwann mal nicht Lust hätte auf diesen Schnitt hier, kann ich das auch einfach hier reinstecken, weil ich mag das hier auch besonders. Und der Rock gefällt mir auch. I think my hubby will like it too. Und jetzt probieren wir mal gemeinsam. Oh, da ist noch was drin. Ich bin so gespannt. Nee. Okay, gut. Kennt ihr das, wenn ihr das einfach mal anprobieren müsst? Ja, jetzt weiß ich, I don't like it. Also für manche ist das wahrscheinlich was. Ich zeige euch das mal so vielleicht. Ist nicht so meins. Also ich werde jetzt
mal ganz schnell aufräumen, solange der Kleine noch schläft. Aber eine Sache wollte ich noch in dem Vlog teilen. Und zwar wollte ich dich ermutigen, mit dem zu starten, was du auf dem Herzen hast. Und wenn es beispielsweise auch YouTube ist oder Social Media, ich weiß gerade, da ist die Hürde wahrscheinlich, das zu starten, höher, weil man dann mehr Leute sozusagen mit einbezieht, mehr Leute das eben sehen, was man gestartet hat, wohingegen man sich selbst vornimmt, ich gehe jetzt ins Gym jeden Tag, dann ist das ja nicht etwas, was alle direkt sehen. Und I'm just a degular person. Ich kenne mich bisher zumindest noch nicht so richtig mit Video-Editing aus oder Kameraeinstellungen oder Kameraführung. Und ich bin auch nicht jemand, der gut reden kann. Ich verspreche mich super, super oft, aber entscheide mich trotzdem, diesen Weg zu gehen. Denn ich glaube, ich habe das auch in einer meiner ersten Videos wahrscheinlich gesagt, ich habe es ganz stark auf dem Herzen, dass ich YouTube machen soll und deshalb möchte ich gehorsam sein. Abgesehen davon, dass ich eben gehorsam sein möchte und eine Plattform schaffen möchte, in der wir uns Frauen gegenseitig ermutigen, wo wir einander schleifen. Das heißt, ich werde auch mal Themen ansprechen oder Sachen sagen, die vielleicht ein bisschen härter sind, in Anführungsstrichen, mit dem Zweck, dass wir uns gegenseitig schleifen, um gesund wachsen zu können, um die Frau, die Ehefrau, die Mutter zu sein, die Gott uns erschaffen hat zu sein. Und das Gute daran ist, dass ich, während ich die Dinge mache, dazu lernen werde. Abgesehen davon, dass ich diesen Wunsch verfolge, denke ich, dass ich die Möglichkeit habe, mit YouTube, mit Social Media, mich weiterzuentwickeln. Ich hoffe, dass ich darin besser werde, Dinge auf den Punkt zu bringen. Ich hoffe, dass ich besser werde, ästhetisch Dinge wahrzunehmen, zu sehen, wie Dinge miteinander zusammenpassen. Aber was ich vor allem richtig gut finde, ist, dass ich gezwungen werde, aus meiner Komfortzone rauszukommen, weil ich bin eigentlich nicht so ein Mensch, der sich hier vor die Kamera setzen würde und so etwas machen würde. Aber ich komme aus meiner Komfortzone raus und werde, wie gesagt, einiges dabei lernen. Also, das Motto für heute ist: Get out of your comfort zone and don't be afraid to try something new. Probiere Dinge aus. Wir sind alle in dem Alter, egal ob du 15 bist, egal ob du 35 bist, du bist noch in dem Alter, wo du Dinge ausprobieren kannst. Und sei nicht ängstlich, Dinge auszuprobieren. Also wenn Angst dich abhält oder Menschenfurcht dich abhält, dann mach es trotzdem. Und eine Sache, die mich in den letzten Tagen und Wochen konstant begleitet hat, ist do it for the audience of one. Sorry, dass das so ein Mix aus Deutsch und Englisch ist. Manche Sachen kommen einfach besser rüber, wenn man sie auf Englisch sagt. Aber ja, do it for the audience of one. Well, der Kleine ist jetzt doch schon wach. Aber ich will wirklich noch sagen, trau dich, die Dinge zu tun. Wenn du eine Business-Idee hast, probier sie aus. Wenn du einen neuen Studiengang starten möchtest, probier es aus. Lass uns mutiger sein, die Dinge auszuprobieren. Und ja, manchmal wird es so sein, dass wir scheitern werden, aber wir können auch daraus lernen und es besser machen. Oder wir machen es und dann wissen wir, ob uns das gefällt oder eben nicht. So wie mit diesen Cowboy-Schuhen gerade. Ich habe sie anprobiert, um zu wissen, ob das etwas für mich ist. Jetzt weiß ich, nee, zumindest jetzt gerade ist es nichts für mich. Und ich kann diesen Gedanken beiseite legen oder diese Schuhe beiseite legen und werde, wenn ich die das nächste Mal sehe, nicht zu denen greifen. Wir leben dieses Leben alle nur einmal. Wir wissen alle nicht so richtig, wo es hingeht. Wir sind nicht allwissend wie unser Gott. Deshalb wird es manchmal so sein, dass wir Dinge ausprobieren und scheitern, dass wir Dinge ausprobieren und diese Dinge gelingen. Aber wir werden es nicht wissen, wenn wir die Dinge nicht ausprobieren. Also ich bin so dankbar für diese Elternzeit, weil ich einfach Verschiedenes ausprobieren kann, wie zum Beispiel jetzt mit YouTube oder Social Media. Und ich hätte auch letztes Jahr sagen können, boah, ich habe 3 Videos gepostet und boah, was sollen alle anderen denken jetzt, dass ich ein Failure bin oder sonst was. Aber im Endeffekt, es juckt niemanden. Also nochmal, get out of your comfort zone and don't be afraid to try something. Das war mein Weekly Vlog. Wir essen jetzt was, räumen auf. Mein Mann hat sich Käsekuchen gewünscht, also backen wir gleich einen Käsekuchen. Und hier und da arbeite ich noch ein paar Sachen. Okay, also Blessings, meine Lieben. Du bist eine wundervolle, starke und kreative Frau. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal.